Moin Moin zu einem neuen Miniatur Wunderland Lockdown Update, jetzt schon Teil Nummer 6. Wir dachten damals 1, 2, 3 Lockdown Updates und dann ist der Laden wieder offen. Ist nicht so, es dauert noch ein bisschen. Wir haben aber auch noch ein paar Sachen auf der Liste. Aber ihr seht schon, auch im Wunderland wird es immer leerer. Wir wollen die Abstände einhalten, wir müssen zusammen es packen und dementsprechend haben wir auch hier wieder ein bisschen runtergefahren. Wir müssen aber zum Beispiel die Anlage immer weiter in Betrieb halten, damit sie nicht einrostet. Und was ein Erhaltungsbetrieb ist, das seht ihr heute. Ja, wir haben uns hier heute getroffen, um mal wieder Erhaltungsfahrten der Anlage zu machen. Also das heißt, es ist ein wöchentlicher Dauertest, so wie es normalerweise auch vor den Besucheraugen stattfinden würde, aber eben jeden Tag. Und hier machen wir das im Moment nur einmal die Woche. Trotz alledem kann ich aus verlässlicher Quelle sagen, der eine oder andere Bahnfahrer, der ist auch ganz froh, dass er hier jetzt mal zumindest noch mal herkommen darf und ein bisschen spielen. Im Moment können wir es wirklich als Spielen betrachten. Und es gibt Bahnfahrer, die sagen dann auch wirklich, oh, kann ich nicht bitte, mir fehlt es so richtig. Mir fehlen die Züge, mir fehlen die Autos. Ich möchte mal wieder irgendwie ein bisschen Runden drehen hier. Insofern freuen wir uns immer, wenn wir uns dann hier einmal die Woche so ein bisschen sehen und noch mal austauschen können. Und im Moment läuft die Anlage so ein bisschen holperig an. Das kann natürlich auch daran liegen, dass hier in der letzten Woche Gießharz, also Epoxidharz, mit Epoxidharz gearbeitet wurden. Die ganzen Wasserflächen wurden ausgetauscht. Vorher die Wochen wurden die Böden ausgetauscht und es wurde viel Staub produziert. Dann haben wir unter der Anlage gestrichen. Also es sind ganz, ganz viele Arbeiten so rund um die Anlage im Gang. Und das kann auch immer dafür sorgen, dass sich dann irgendwo das Anlagenempfinden verändert. Und ja, insofern testen wir das einmal die Woche. Was passiert hier so? Stimmt das mit der Luftfeuchtigkeit alles noch? Verändert sich die Holzkonstruktion oder was auch immer? Haben wir irgendwas, was wir nicht so gesehen haben, von dem wir gegebenenfalls dann irgendwann überrascht werden? Und das versuchen wir hier zu kontrollieren. Und jetzt schauen wir mal, wie das so läuft. Also Noemi, mich kann ich ja beruhigen, ne? Nicht, dass du denkst, das wäre für mich leichter. Ich glaube, Noemi, da ist was in der Kupplung verhakt. Also wir versuchen ja hier jetzt gerade den Dauerbetrieb und jetzt haben wir das Problem, dass hier im Schweizabschnitt eben was nicht so läuft, wie wir das gerne hätten. Das ist im Normalfall am Tag auch mal relativ normal. Das wollen wir uns jetzt mal angucken, weil da wahrscheinlich die Kupplungen von dem Zug verhakt sind. Und das sieht man immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn man da irgendwie so einen langen Liegestütz auf der Anlage machen muss oder sowas. Da hat man dann auch nicht so die Konzentration dafür, nochmal genauer hinzugucken. Deshalb fahren wir uns den Zug jetzt von Hand hierher. Also lassen das vom Leitstand gerade mal hierher fahren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Beste, dass du deinen da auch abkuppelst. Wie ist es bei dir auf der Seite? Sind die beiden freigängig? Ja. Ja, die hakt jetzt fest und damit kann wird die dir halt auch in jeder Kurve wieder entgleisen, weil sie eben nicht die Möglichkeit hat, auf die andere Seite zu wandern. Den Wagen nehmen wir jetzt raus. Bring den in die Lokwerkstatt, weil mit wenigen Handgriffen können die uns wahrscheinlich da wesentlich mehr helfen, als das, was wir jetzt hier an der Anlage mit viel Gefummel oder sowas hinbekommen hätten. Kupplung ist verhakt. Das hier habe ich hier schon mal rausgebaut und so weiter, aber weiter traue ich mich da jetzt nicht ran, weil ich das Gefühl habe, ich mache das nur noch weiter kaputt. Ja, gucken also wir mal an. Deine Sache. Ist das die 24? Ja, der will uns hier auf jeden Fall richtig fordern. Aber ich kann dich beruhigen, Noemi. Mich auch. Mich auch, ey. Okay. Hey Nari, die 1824 wäre wieder aufgegleist und komplett und könnte dann bitte in den Schattenbahnhof abfahren. Hast du noch einen Kurzschluss? Hier ist noch kein Strom auf der Strecke. Ja, da ist noch ein Kurzschluss im letzten Gleis von Durchfuhr.
Das Problem ist gerade, dass wir jetzt eigentlich der Meinung sind, wir haben alles richtig gemacht. Auch genau wissen, dass der Zug da hinten, die 1824, keinen Kurzschluss mehr hat. Die Kupplungen sind alle wieder richtig zusammengekuppelt und so weiter. Hier ist unser 1824, ne? Den Zug haben wir jetzt hier wieder richtig zusammengekuppelt. Der steht hier, wartet nur darauf, dass er fahren kann. Und trotzdem haben wir hier noch einen Kurzschluss. Jetzt kann es natürlich sein, dass unglücklicherweise nach Murphy dieser Zug in diesem Moment gerade hier in der Weiche steht oder was auch immer, auch entgleist ist. Aber es ist natürlich schon ein verdammt unglücklicher Zufall und deshalb kriegen wir diesen Zug nicht abgefahren, weil das vielleicht alles ein Boosterkreis ist und so kriegen wir den nicht eingeschaltet. Insofern muss ich mich darum noch mal schnell kümmern. Ich glaube allerdings, dass das hier nur eine Weiche in diesem Bereich ist. Das gucke ich mir noch mal eben an und dann sollte das auch gleich losgehen. Und ein Wunder, wie unser Kalli immer so schön zu sagen pflegt, kaum macht man es richtig, geht's. Ja, für einen Zug so eine schwere Geburt, ne? Ich bin hier gerade in Las Vegas und betreue die K-System-Erhaltungsfahrt. Da wir etliche Umbauten gemacht haben bei den Fahrzeugen und neue Kontakte gesetzt haben und allgemein mal checken wollen, wie sich das Fahrverhalten von den Fahrzeugen verhält. Und deswegen bin ich heute hier, teste das alles einmal durch, gucke, ob die ganzen LEDs auch wirklich funktionieren, ob da alles leuchtet, ob die Bremslichter alle gehen und check das alles einmal durch. Ich teste jetzt die Stoppstelle, da die kaputt war. Axel hat sich jetzt darum gekümmert, hat sie einmal repariert und hat mich darum gebeten, dass ich die einmal durchteste. Halt an, halt an. Und er hält an. Schauen, ob er entgleist. Ui, das sieht gut aus. Eckt nirgendwo an. Hält an. Wir sind gerade in Knuffingen. Ich tausche jetzt die Gleise aus, weil da die Anlage schon über 20 Jahre alt ist und der Mittelleiter irgendwann runter ist und die Gleise einfach nicht mehr so gut aussehen. Und da wird Zeit mal, dass da neue Gleise kommen. Und da sind wir jetzt gerade dabei, den Bahnhof auszutauschen. Ich habe hier schon die Gleise vorbereitet, bin auf die Anlage gegangen, habe alles angepasst, mache jetzt die Einspeisungen und den Kontakt für unsere Rückmeldung. Und damit würde ich jetzt starten. Letzte Woche haben wir in den USA ja das Wasser neu gegossen. Jetzt ist es wieder schön hübsch und bunt und sieht wieder wesentlich besser aus als vor ein paar Tagen. Und nun bin ich dabei, noch die Umgebung von dem Wasser quasi aufzuhübschen. Jetzt werde ich gleich den Steg schrubben, weil sich schon seit einiger Zeit das Holz sehr verdunkelt hat und schon so eine Art Schmierfilm gebildet hat, den ich jetzt schön mit der Zahnbürste runterschrubben werde. Da es auch einer unserer ersten Abschnitte ist, wird es Zeit, das zu machen. Boah, mir persönlich geht so das Herz auf, wenn ich diese neuen Wasserflächen sehe und insgesamt das Wunderland sehe. Es strahlt alles wieder, was teilweise vielleicht durch die Zeit so ein bisschen ausgeblichen war. Haben wir alles neu gemacht. Wir haben die Zeit so gut genutzt. Also jetzt muss das irgendwann hier mal vorbeigehen, damit ihr uns endlich wieder besuchen könnt. Das werden noch ein paar Wochen sein. In der Zeit werden wir auch wieder Lockdown-Updates für euch machen. Wir bauen ja noch ein bisschen was. Wir wollen zum Beispiel die Heißluftballons mal neu machen, die Feuerwache. Es sind noch ein paar Sachen zu tun. Und dann strahlt das Wunderland perfekt und wir explodieren wieder in unserem Leben, werden alles zurückbekommen.
bekommen, was wir jetzt so richtig schön vermissen. Und dann hoffentlich ist dieser Scheiß irgendwann zu Ende. Bis dahin bleibt bitte, bitte gesund und auch munter, im Kopf positiv und im Körper negativ und genießt diese Zeit, so schwierig sie auch ist. Jetzt bekommt ihr noch ein paar Bilder, wie Theresa die Everglades aufhübscht und dann hoffen wir, dass wir uns bald wiedersehen hier im Wunderland.